So, hallo, willkommen zu einer neuen Folge von Lohnt. Wir spielen diesmal komplett kostenlos Monkey Island 2. Die Special Edition, damals für die Xbox 360 rausgekommen. Ich kenne tatsächlich den Vorgänger, den habe ich mir auch auf der 360 damals geholt. War damals sehr geil, weil man konnte ständig auswählen zwischen den alten Texturen und den neuen HD-Texturen. Und ich sehe gerade, mein Laptop läuft noch. Ich mache den mal eben aus. So, jetzt kommt kein Ton mehr, jetzt halt es nicht mehr. Schauen wir es uns an. Für diejenigen, die es nicht wissen, Monkey Island ist ein klassisches Point-and-Click-Adventure. Viel Humor, viel Rätseln, viel dummes Geschwafel. Und den zweiten Teil kenne ich persönlich gar nicht. LucasArts. Ja, damals auch verantwortlich für die vielen Star Wars Spiele. Xbox Live Arcade, ja, so lief das damals unter diesem Flaggschiff komplett. So. Start drücken. Erstmal Speicherstand auswählen. In der Cloud ist natürlich nichts drin, wird er jetzt auch gleich sagen. Aber das dauert wieder ewig. Da kommt natürlich auch das Interface von der 360. Wie gesagt, ist ja ein abwärtskompatibler Titel. 1,9 GB speicherfrei. Neuen Spielstand anlegen. Natürlich. Erstmal gleich in die Optionen reingucken. Was können wir machen? So wird gespielt. Steuerung, Einstellungen. Schauen wir doch mal, was es hier gibt. Objektmarkierung ein, Klassik, Edition, Dialoge. Ach ja, das war damals beim ersten Teil auch so. Da haben sie teilweise neue Dialoge dazu getan, ein paar Sachen geändert. Die kann man hier ein- und ausschalten. Wir lassen es aber so. Wir lassen es auch auf Deutsch. Die Musik allein schon wieder. Geht so ab. Die Classic Edition ist nur auf Englisch erhältlich. Okay, ich hätte es gern auf Deutsch. Schalte deine Xbox-Konsole nicht aus und entferne nicht das Speichergerät, wenn du dieses Symbol siehst. Eine klassische Diskette. Sehr cool. Wir spielen Guybrush Well. Guybrush Threepwood. Guybrush You do Threepwood, turn up genau. in the strangest places. Hi, Elaine. Do you think you could help me out? How did you get into this mess? It's kind of a long story. Oh, that's okay. I've got time. Well, it all started on Scab Island. Some of my admiring fans had pressured me into telling my LeChuck evaporating story once again. Na, da wird der erste Teil noch mal ein bisschen Deep in wiederholt. the Caribbean, Scab Island. Einfach geile Sprecher. So I bust into the church and say, "Now you're in for it, you bilious bag of barnacle bait." And then LeChuck cries, "Guybrush, have mercy! I can't take it anymore!" I think I know how he must have felt. Yeah, if I hear this story one more time, I'm gonna be crying myself. Don't you have any new stories? Well, actually, that's why I'm here on Scab Island. I'm on a whole new adventure. Growing a mustache? No, bigger than that. A beard? No, I'm in search of treasure. The biggest treasure of them all. A treasure so valuable and so well hidden that it haunts the dreams of every pirate on the seas. You mean Big whoop? None other. Then why'd you come here? There's no treasure on Scab Island. Well, I didn't know that before. Now I'm trying to charter a ship and look someplace else. When I return, I'll have riches galore and a whole new story. Or you'll have died trying. either way, we won't have to hear about LeChuck anymore. Ja, sie haben seine Storys wohl schon echt ganz schön die Schnauze voll. Im Endeffekt, der erste Teil war so... Ha! Those guys wouldn't know a good story even if they paid $50 for it. When I find Big Whoop, I'll become a legend among pirates for generations to come. I can only charter a ship and get off this stinking island. Okay, die Animationen sehen echt schön aus, die HD-Bilder. Das Lago-Embargo. Gut, Part 1. Im ersten Teil wollte Guybrush Threepwood einfach nur Pirat werden und hat dabei einen Geisterpiraten namens LeChuck besiegt und das Herz der lieblichen Elaine für sich gewonnen. Okay, ich kann jetzt schon steuern. Direkt wieder ein Dialog. Where do you think you're going, fancy pants? You ain't from these parts, are you? This is a toll bridge. You gotta pay. Okay, jetzt kommen wir hier zu dem Dialogsystem. Ich kann quasi auswählen, was ich ihm antworte. Wer wird mich dazu zwingen, Kleiner? Who's gonna make me, Shorty? Tough guy, huh?
Help! Police! Scream as loud as you want. There's no police on Scab Island. Wer belästigt denn die Durchreisenden? Bitte nicht in meinen neuen Mantel, lass mich runter, ich tu dir nicht weh. Komm, ich hau einfach mal knallhart raus. Okay, put me down now and I won't have to hurt you. That's a good one. Maybe I won't kill you right now. Whoa! Hey, you're loaded. This is my lucky night. Ha, es hat funktioniert. Remember, wherever you go, on sea or on land, you can't ever hide from Lago Legrand. Die Sprecher sind so geil. Ne? Tough town. I guess I should have got those traveler's checks. Okay, also ich habe jetzt schon mit dem linken Control-Stick kann ich mich hin und her bewegen. Mit dem rechten Control-Stick kann ich Sachen wohl untersuchen. Schild. Nimm Schild. Welcome to Woodtick. No treasure hunting zone. Welcome to Woodtick. No treasure hunting zone. Ah, okay, Treasure Hunting. Ah, da unten war so noch ein kleiner Fisch. Die Kamera bewegt sich mit. Ich weiß noch, im ersten Teil war RB oder L... Ne, hier leuchtet nur irgendwas. Ach, das zeigt mir jetzt quasi an, wo ich in den nächsten Bereich der Karte kann. Okay, reden wir mal mit ihm hier. Zimmermann. RT? Rede mit Zimmermann. Drücke Zimmermann. Ziehe Zimmermann. Ziehen wir mal an ihm. I don't think he'd like that. Na, wird er nicht mögen, ne? Wir drücken ihn mal. I don't think he'd like that. Oh, schade. Benutze Zimmermann. Okay. I don't think he'd like that. Ah, was der alles nicht mag, ne? Also dann betrachte He Zimmermann. looks buff. Ja, das stimmt. Er sieht beschäftigt aus. Rede mit Zimmermann. Yeah? Was ist das Problem mit diesem Lago? Nette Schürze, sind Sie ein Koch? Was ich immer schon mal wissen wollte, wie viele Bäume fällt ein Biber so im Jahr? Komm, hau mal raus. How much wood could a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? A woodchuck could chuck no amount of wood since a woodchuck can't chuck wood. Ah, gute Konter, gute Konter. But if a woodchuck could chuck and would chuck some amount of wood, what amount of wood would a woodchuck chuck? Even if a woodchuck could chuck wood, and even if a woodchuck would chuck wood, should a woodchuck chuck wood? Ein altes, klassisches, englisches Zungenbrecherspiel. Ja, sehr nice. Das sieht man auch so ganz gut, den Humor von dieser Monkey Island-Reihe. Ich mag's ganz arg. Aber wenn es sich um einen Biber mit schlechten Zähnen handelt, der nicht nagen kann, nur fällen. A woodchuck should chuck if a woodchuck could chuck wood, as long as a woodchuck would chuck wood. Oh, shut up. Shut up. Was ist das Problem mit diesem Lago? Okay, ich muss dazu sagen, es hätte auf Deutsch nicht funktioniert. What's the problem with that Largo guy? He really goes against my grain. I'd like to make an end table out of him, but I don't have the guts. With all my tools, I'm still unable to create the one thing that could do this island some good. Like an all-night tattoo parlor? No, like a voodoo doll of Largo Legrand. Oh. Ich sehe mich nur mal um, danke. Ich frage ihn nicht noch, ob er jetzt noch ein Koch ist. I'd just like to browse, thanks. Okay, but don't touch anything. Ja, das ist von wegen. Ich werde hier Arbeitsplatte. Berühre Arbeitsplatte, drücke Arbeitsplatte. Oh, no you don't. Everything's laid out just how I need it. Betrachte Arbeitsplatte. Nice sturdy workbench. Everything's laid out just how I need it. Die Animationen sind echt cool und vor allem die Synchronsprecher, meine Fresse, wieso haben die alle so tiefen Stimmen? Unglaublich. Also wenn ich hier LB drücke, leuchtet es auf. Bing, 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 bing. LB. Aber sonst macht jetzt... Ah, LT hat Objekte. Ich kann hier mit... Was? Schild. Betrachte Schild. Geht's wohl runter in den Club oder so? Help wanted. 1 week's salary in advance. Oh. Inquire below. Gehen wir mal runter. Holen wir uns einen Job. Lassen uns das Geld geben, hauen ab. So wie es aussieht, ist er selbst 3D animiert, oder? Sehe ich das richtig? Na, reden wir mal mit dem Barkeeper. Bedacht ihn. What is he using to clean those glasses? Ein Lappen? Oh nein, kein Lappen. Oh, nee. Habt ihr gesehen, diese grüne Rotze? Vielleicht macht er es gleich wieder. Oh, das war widerlich. Okay, er macht es nicht mehr. Jetzt weiß er, dass wir zugucken. Oh doch, da war es Excuse nochmal. me. Yeah, boy? Wie läuft das Geschäft?
It's just terrible. No one ever comes down here anymore. Largo's got all my regulars spooked. You know, I can mix any drink there is, make anything you could name, but I can't make the one thing that could really do this island some good. What's that? A voodoo doll of Largo LeGrand. You there! Uh-oh. Uh-oh. Give me my usual and put it in a real glass. Das grüne Glas wahrscheinlich. Fork over the dough or you'll be serving Bloody Marys for a week. From your nose. That's all I have. Well, you better have more tomorrow, or we might have to move this stump to a new location. Like, say, the bottom of the ocean. Boy, you just gave him all your money? I don't want to talk about it. Er will nicht drüber reden. Er spuckt schon wieder ins Glas rein, aber der kleine ist so terrorisiert wohl die ganze Insel. Excuse me. Yeah, boy? Ein Grog bitte. Ne, ich will hier nichts trinken. Garantiert nicht. Und wenn es ein metallfressender Grog ist, hat man im ersten Teil gebraucht, will ich den auch nicht. Nee. Was ist der Job, ja? I saw your sign outside. What's the job? Oh, yeah. I really should take that thing down. I hired a new cook just this morning. But if things don't work out with him, I'll let you know. Okay, also rennt hier irgendwo noch ein Koch rum. Da reden wir nachher nochmal mit ihm. Willst du mal meine Narbe sehen? Wanna see my scar? Depends. Is there a good story behind it? As a matter of fact, there is. It's a story of the ghost pirate LeChuck and his gruesome demise. Heard it. This is the one where he drinks too much root beer and burps so hard he explodes, right? Not exactly. Frankly, I don't care much for stories that promote moderation in drinking. I do have a business to run, you know. Ganz klar. Na dann, bis Nice bald. place you have here. Well, see ya. Jetzt suchen wir mal nach dem Koch. Hey, Gott. hired help only. Kann man das? Spucke an der Wand, man kann es tatsächlich untersuchen. Nimm Spucke an der Wand. Nein, nein, bin das. Untersuchen, erstmal untersuchen. Largo's been here. Oh, diese Lago ist ein ganz schöner Drecksack. I don't want to touch it with my hands. Ja, gute Junge. Also mich graust ja schon, wenn ich den grünen That's Rotzbollen sick. Klavier. Betrachte Klavier. I should have listened to my mother. I should have practiced. Ja, hättest du wohl. Hättest du jetzt verspielt. I should have listened to my mother. I should have practiced. Schade, okay, es wurde gespeichert, weil ich... Er macht schon wieder widerlich. Und seine Rotze ist auch grün. Was ist los mit den Leuten? Bloody... Also, was kann man denn da noch machen? Ah, ich bin ins Schiff reingegangen. Hi. Grüß dich. Was kann man hier alles machen? Eingang? Bett? Benutze Bett. It's too small. Ah, okay, zu klein. Reminds me of a dollhouse I once had. I mean, my, sister once had. Ja, seine Schwester hatte das von wegen. Betrachte Karte. Nice map. Not for sale, though. Not for sale, though. Nice map. Yep. Oh, okay, das sagt er sogar immer was anderes. Stapeln mit Papieren. Untersuch mal. It's a pile of blank paper. Ja, danke für die Info. Ich hab's sogar mitgenommen. Ich hab's geklaut. Was geht? Ich bin ein Pirat. Kartenzeichner. Rede mit Kartenzeichner. Excuse me. Oh, yes. Hi there. Can I help you? Hallo, ich bin Guybrush Threepwood, Geisterkiller. Hallo, ich bin Guybrush. Wer bist du? Hi, I'm Guybrush. Who are you? Wally. Wally B. Feed. At your service. Ich habe ein paar Fragen über Scab Island. Ja, definitiv. I have some questions about Scab Island. Why? Thinking about moving here? Eigentlich will ich so schnell wie möglich weg hier. Actually, I'm trying to get off it as soon as possible. Good luck. With the sailing embargo Largo's imposed on Scab, it's hard to get anywhere. Which doesn't help my business, let me tell you. Okay, er sagt es Sailing Embargo, dass man quasi keine Schiffe gerade momentan wahrscheinlich aus dem Hafen rein und raus bewegen kann. Weil im deutschen Text steht ja nur Embargo drin. Weißt du etwas über diesen Largo? You know anything about this Largo guy? He's just the local hood, shakes down everybody in town. So ein kleiner Nobody comes Minigangster. or goes from Scab because Largo makes them pay through the nose. Yeah, tell me about it. Einfach mal zusammenrotten und dem auf die Nase geben, hallo? Wo ist das Haus des Gouverneurs? Hä, wie komme ich denn jetzt darauf? Ich suche nach einem Zimmer, Halbpension. Ja. I'm looking for some room and board.
Well, I hear there's a new chef down at the Bloody Lip. And the Swamp Rot Inn has all the comforts of the sea. But I think Largo's booked the whole thing. Wo ist das Haus des Gouverneurs? Okay, frag mal einfach mal. Where's the governor's mansion? There is no governor on Scab. This is an anarchist cooperative of pirates, cutthroats, and other criminals. A haven for roughnecks and rebels like me. The only authority on this island is that bully Largo. Thanks for the lowdown. Anytime. Also okay, um das klar zu machen, das sind nur Piraten und Verbrecher und alles. Und die lassen sich von diesem kleinen Largo hin und her schikanieren. Ja gut, ich denke mal, später werden wir noch ein paar Mal mit dem zu tun haben. Aber jetzt schauen wir einfach mal weiter. Weißt du was über Big Whoop? Do you know anything about Big Whoop? Whoop. Uh-oh, who sent you here? I should warn you, I'm heavily armed. Oh, er hat wohl Probleme mit Big Whoop. Ich bin freischaffend. Nobody sent me. I'm freelance. You better not try for my files. All my research on Big Whoop is in there. Okay, ich habe mir schon einen Stapel Papier geklaut, aber die waren ja leer. Suchst du auch nach Big Whoop? Kann ich die Akten mal sehen? Wo ist das? Mal frag mal einfach. Where do you think it's buried? Well, I haven't really been able to find out much hard information. What do you know about it? Ach ja, das war der Schatz, ne? Diese legendäre. Ich suche danach und das war's auch schon. I know I'm looking for it, and that's about it. You mean you never heard of the 4 men who buried it? Nein, erzähl mir mehr. No. Tell me all about it. Well, all anyone knows for sure is that there was a shipwreck. The merchant vessel Elaine went down in a terrible storm. Elaine? Only 4 crew members survived. They washed up on a remote, deserted island. Some say its name was Inky Island, but I don't believe that. Warum glaubst du es Well, nicht? why don't you believe it? Because there's no such island. Anyway, that's where they supposedly found Big Whoop. But what is Big Whoop? Whatever it was so wonderful, or so horrible, that they never wanted anyone else to find it. So, they took the map they made of the island and split it up among the 4 of them. And they all went their separate ways. Oh, tolle Geschichte. Wow. That's some story. Of course, it could just be an old legend, but if I could just see the map of that island, I bet I could recognize the shape of the land and track it down myself. Danke, ich muss jetzt los. Wir gehen jetzt auch los, weil damit Thanks. wir noch ein bisschen I gotta was go. zeigen können vom Spiel. Okidoki. Also Big Whoop, Schatz oder nicht Schatz oder aufgeteilter Schatz. Eingang. Betrachte Eingang. Okay. So, gehen wir mal weiter. Gehen wir nach links erstmal. In dieses Schiff. Ja, es ist tatsächlich sehr dialoglastig, das Spiel. Viel absuchen. Oh, ein Mini-Alligator. Schaut da, der schläft. Untersuchen. Oh, isn't that cute? Nimm I could Alligator. lose a finger doing that. I could lose a finger doing Er sagt that. immer das Gleiche. Ja, schade, dass ich jetzt irgendwie keine Möglichkeit habe, auf die alte Grafik wieder umzuschalten und sowas. Was macht er denn hier? Glocke. Die benutzen wir doch gleich mal. I don't think I'd get away with that. Be with you in a second. Okay, du bist doch schon da. Hotelier. Excuse me, I'd like a room, please. Sorry, we only have one and it's full. Von Lago. Ich muss doch irgendwo übernachten. Hold it right there. That's a private room. No going up there. Okay, ich denke mal, ich werde jetzt wahrscheinlich irgendwelche Rätsel lösen oder irgendwelche Leute bestechen oder weiß der Teufel. Seil. Betrachte Seil. Vielleicht kann ich den kleinen Alligator loslassen. Sieht ein bisschen gestresst It's aus. tied to the post. So schnell wie er atmet. Nimm Seil. It's securely fastened. Vielleicht ein Messer oder so finden, dass ich den Alligator loslassen kann. Der Hotelier wird abgelenkt und ich kann mir das Zimmer schnappen. So in der Art funktionieren die Rätsel in Monkey Island. So war es zumindest im ersten Teil und ich denke, im zweiten Teil wird es nicht großartig anders sein. Ihr seht schon viel Humor in der HD-Version oder Special Edition vielmehr. Liebevoll gezeichnete Charaktere, geniale Synchronisation. Und die Hintergründe sind toll, Sound ist cool. Es ist richtig oldschoolig und macht total Laune. Wäschereiarbeiter. Saufköpfe. Männer ohne Moral. Piraten. Kann ich die Maus fangen? Schachtel. Betrachte Schachtel. Öffne Schachtel.
Okay. Nice. Er sagt nur nice. Ist wohl nichts drin, das er mitnehmen will. Wir reden mal mit ihm. Was wissen Sie über Largo La Grande? What do you know about Largo La Grande? I don't know anything about cargo or contraband. I'm clean. Ja, der ist gewohnt, dass Fragen gestellt werden. Wer sind Sie? Who are you? Sure, Sonny, I can get out stew. That's easy. I can also extract grog, spit, and swamp mud. That's because I'm Mad Marty. I'm mad about getting your clothes as clean as they can be. Ich hätte da eine technische I got a Frage. laundry type question. Shoot. Kennen Sie auch Do you Hosenbeine do alterations here? Alterations? You mean change the numbers on your food stamps? You got some nerve. I'm sorry. Ich würde gerne etwas abholen. I'd like to Probieren pick up wir's some mal. clothes. You have your claim ticket, Sonny? Nee. Er fiel in mein Grog und schmolz. I dropped it in my grog and it melted. Log welted it? Well, now that is a good excuse, but I can't give you your clothes without a claim ticket. Okay, ich gehe mal davon aus, dass wir irgendwann mal so einen Kleidungsschein oder so ein Ticket bekommen. Hoppla, ich will eigentlich gar nicht mit denen reden. Ups. Oops. I thought I wanted to talk to you, but I don't. But I don't. So, schauen wir das Schild noch eben an. Not responsible for lost buttons or hooks. Okay, kann man da noch irgendwie weiter reingehen? Also, im Großen und Ganzen, ihr habt jetzt das Anfangsareal von Monkey Island 2 gesehen. Abenteuer mit Guybrush Threepwood, wie er zum Piraten wurde, seht ihr alles im ersten Teil. Aber hier geht's weiter. Er möchte berühmt und reich werden und kämpft sich durch schmierig schleimige Piraten, ekliger Spucke und einen Haufen Grog. Ihr könnt euch jetzt selber oder konntet euch selber ein Bild machen. Gefällt euch das Spiel? Lohnt es sich oder halt nicht? Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.